Filmo. Filmfakten. Wachtmeister Studer. England hat Sherlock Holmes, Frankreich Maigret und die Schweiz Wachtmeister Studer. Lupe. Ja? Wir beleuchten, wie Heinrich Gretler zu seiner Paraderolle kam, Spaßig. was den Roman vom Film unterscheidet und wie das Leben des Autors einer griechischen Tragödie gleicht. Heute in 5 Filmfakten über Wachtmeister Studer. Ein Selbstmordversuch ist so gut wie ein Geständnis. Die Bewohner von Gerzenstein sind entsetzt. Ein Unbehagen liegt über dem Dorf und der ganzen Gegend. Das Gerzenstein ist eigentlich ein ganz nettes Nest. Ja, ein Wespennest. Glaube es wohl. Im Dickicht des nahegelegenen Waldes liegt eine Leiche. War es Totschlag, Mord oder Selbstmord? Wachtmeister Jakob Studer übernimmt die Ermittlung. Ist eigentlich ein grusiges Wort. Tatort. 1938. Heinrich Gretler ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Bekannt als Mitglied des legendären Cabaret Cornichon spielt er im bekannten Zürcher Schauspielhaus den Tell. Nach seinem Auftritt im überaus erfolgreichen Film Füsilier Wipf als Soldat Loy ist er in der Schweiz jeder Frau und jedem Mann für sein charakteristisches Gesicht und seine väterliche Art vertraut. Die Praesens-Film beschloss nach diesem phänomenalen Erfolg, ihren nächsten Film um den Schauspieler Gretler herumzubauen. Regisseur Lindberg und Produzent Lazar Wechsler suchten also nach einem auf ihn perfekt zugeschnittenen Stoff. Sie entdeckten die Buchfassung mit dem Titel Wachtmeister Studer des in der Zürcher Illustrierten erschienenen erfolgreichen Fortsetzungskrimis Schlumpf Erwin Mord. Schlumpf. Warum hast du den Witz umgebracht? Ich habe nicht umgebracht. Im März 1939 wurde der Vertrag für die Verfilmungsrechte unterschrieben und im Juni bis August 1939 wurde in Zürich und Umgebung gedreht. Die Premiere fand am 13. Oktober 1939 statt. Wechsler und Lindberg sollten Recht bekommen. Gretler brillierte. Die Rolle des eigenwilligen und bärbeißigen Berner Wachtmeisters mit weichem Kern passte wie ein italienischer Maßanzug. Wachtmeister Studer wurde zur Rolle seines Lebens und der Film war in der Kritik sowie beim Publikum ein voller Erfolg. Mit dem Erfolg des Films wurde dem Schriftsteller Friedrich Glauser ein Denkmal gesetzt. Ein später Triumph, den der talentierte Autor nicht mehr erleben durfte. Am 8. Dezember 1938, weniger als ein Jahr vor Erscheinen des Films, verstarb er im Alter von nur 42 Jahren in Nervi bei Genua, wo er am Tag darauf heiraten wollte. Die Biografie des damals verkannten Autors liest sich so dramatisch wie eine griechische Tragödie. Friedrich wurde in Wien als Kind einer österreichischen Mutter und eines Schweizer Vaters geboren. Seine Mutter verstarb, als er 4 Jahre alt war. Die Beziehung zum Vater war, gelinde gesagt, schwierig. Mit 13 flüchtete der junge Friedrich weg von seinem Vater in die Slowakei. Dort wurde er jedoch von der Polizei aufgegriffen und zurückgebracht. Sein Vater nahm ihn aus der Schule und steckte ihn in das Landerziehungsheim Glarisek am Bodensee. Nach einem Selbstmordversuch mit Chloroform wurde er aus dem Heim geschmissen. Er ging zu seiner Tante nach Genf und besuchte das Collège de Genève. Dort nahm seine lebenslange Sucht ihren Anfang. Der Apotheker, bei dem ich Äther holte, ein kleines buckliges Männchen, gab mir auf mein Verlangen hin Morphium, ohne Rezept. Und so begann das Unglück. 1916, als er volljährig wurde, verließ er Genf und schrieb sich an der Universität Zürich ein. Er schloss sich der Dada-Bewegung an. Durch seine Drogenabhängigkeit wurde er straffällig. Glausers Vater schaltete die Amtsvormundschaft in Zürich ein. Glauser flüchtete daraufhin ins Tessin. In der Zwischenzeit wurde er wegen liederlichem und ausschweifendem Lebenswandel entmündigt. Als er nach Genf zurückkehrte, wurde er im Juni 1918 verhaftet und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Und so nahm Glausers unstetes Leben Fahrt auf.
Flucht aus der Anstalt, Aufenthalt in der Künstlerkolonie Ascona, Verhaftung und Gefängnisausbruch, Suizidversuch, erneute Einweisung und Flucht, Anstellung beim Badener Tagblatt, Morphiumentzug und Rückfall, Fremdenlegion in Marokko, Tellerwaschen im Grand Hotel Suisse in Paris, Bergarbeit in belgischen Kohlenminen, Suizidversuch und Einweisung, Rückschaffung in die Schweiz, Internierung in die Klinik Münzlingen, Suizidversuch, Opiumsucht, Entlassung, Gartenbauschule Öschberg, Wegzug nach Paris, Rezeptfälschung, Verurteilung zu lebenslangen Internierung. 1933, in der Irrenanstalt Münsingen, schien sich Glausers Leben etwas, wenn auch nur etwas, zu beruhigen. Er lernte die Psychiatrieschwester Berthe Bendel kennen und sie verliebten sich. 1934 wurde er in die offene Kolonie Anna Müller bei München-Buchsee versetzt und begann mit seinem ersten Wachtmeisterroman. Am 8. Februar 1935 schrieb er an seine Freundin Berthe: „Ich habe eine längere Sache angefangen, die im Dorf Münsingen spielen soll. Weißt, so eine Art Kriminalroman. Aber ich weiß nicht, ob was daraus wird." Und am 12. März: „Aber den Studer, den du ja kennst, spielt die Hauptrolle. Ich möchte den Mann so ausbauen, zu einem Typ von gemütlichem Schweizer Detektiv. Vielleicht wird das ganz lustig." Bis zum August 1935 hatte er das 198-seitige Manuskript fertig. 1936 veröffentlichte die Zürcher Illustrierte Schlumpf Erwin Mord als Fortsetzungsgeschichte. Währenddessen schrieb Glauser an Studers zweitem Fall, Die Fieberkurve, welcher im Milieu der Fremdenlegion spielte. Bereits 2 Monate später schrieb er den dritten Roman, Matto regiert. Im Mai 1936, mit 40 Jahren, wurde er aus der Klinik entlassen und im Dezember erschien Wachtmeister Studer als Buch. Insgesamt 5 Romane, 3 Romanfragmente und 5 Erzählungen schrieb Glauser in einem Zeitraum von 6 Jahren, bevor er starb. Heute zählen Friedrich Glausers Kriminalromane mit Wachtmeister Studer zu den besten Krimis überhaupt. Studer, der Kriminalpolizei. Ich bin da wegen dem Todesfall. Drehbuchautor Horst Budjun schrieb eine romangetreue erste Fassung und fokussierte sich beim Schreiben auf die Atmosphäre des alltäglichen Faschismus, der in Studers Welt über allem schlummert. Seht, da ist denn groß gewesen, der Artikel mit dem Humanität. Wechsler ahnte aber, dass eine solche Umsetzung wohl eher zum Verbot als zum Erfolg des Filmes führte. So kam es, dass sich der filmische Wachtmeister Studer von der Romanvorlage doch markant unterschied. Im Roman gibt sich Studer subversiv, verletzlich und identifiziert sich nie mit dem Polizeiapparat. Im Film gibt er sich mürrisch, paternalistisch und obrigkeitshörig. Was war da los? Ja, der Gerber und seine Leute haben provoziert. Was provoziert? Die Schlägerei. Der kommt jetzt auf den Posten. Da Sie sich nicht reinzumischen. Das machen wir unter uns ab im Dorf. Das glaube ich. Auch äußerlich kommt das filmische Pendant zum literarischen Wachtmeister anders daher. Er raucht eine Brisago statt einer Pfeife, schaut uns massig, knollennasig auf der Leinwand entgegen, statt bleichgesichtig mit merkwürdig schmaler Nase. Noch so einiges wurde nicht aus dem Roman übernommen. Die Filmemacher strichen unter anderem jegliche sexuelle Anspielung. Wussten Sie, dass Studer eine Frau hatte, die Hedi hieß? Das ist allerdings unklar. Auch am Ende der Geschichte wurde gefeilt. Im Roman stellt Studer Eschbachers Selbstmord als Unfall dar, um ihn vor seiner Schuld zu befreien, im Bewusstsein, dass dies die Paragraphenreiter in Bern nie erfahren werden, da sie die Menschen hinter den Anklageschriften schlichtweg nicht interessieren. Also, lieber Sie wohl, Herr Studer, ich danke Ihnen vielmals, aber ich brauche also Ihren Dienst vorläufig nicht mehr. Doch der Film blieb dem Grundtenor von Glausers Roman trotzdem treu, dem Appell zur Wachsamkeit gegenüber den Zivilbehörden. Da bräuselt's meine ich ein bisschen, Lindbergh führt uns keine heile Welt vor, sondern blickt hinter die Fassaden des mit Geranien geschmückten kleinen Schweizerdorfs. Zitat Lindbergh: „Es ging bei dem Stoff um eines, dass Recht und Unrecht am kleinsten Platz in einer Gemeinschaft, in einer Demokratie, eine enorme Rolle spielten. Wenn es beim kleinen Bezirksgericht nicht stimmt,
dann stimmt es auch beim Bundesgericht nicht. Weisst du, so eine Sache geht alle ein bisschen an. Es hat da etwas nicht gestimmt. Sicher nur an einem kleinen Fleckchen. Wenn man dann eben die ganze Welt anschaut. Aber auf die kleinen Sachen kommt es vielleicht eben gerade an. Auf die kleinen Sachen? Ja. Und dort, wo die kleinen Sachen nicht stimmen, dort stimmen auch die grossen nicht. Nach dem internationalen Großerfolg von Marie-Louise und Die letzte Chance sucht Wechsler nach einem Stoff, der an die Erfolgswelle anknüpfen kann. Lindberg schlägt ihm eine Fortsetzung von Wachtmeister Studer vor. Etwas lustlos geht er auf Lindbergs Vorschlag ein. Als Grundlage zur Fortsetzung dient der Roman Matto regiert. Studer ermittelt in der psychiatrischen Klinik Randlingen, wo am Vorabend ein Tanzfest für Insassen stattfand. Willkommen in Mattos Reich, Wachtmeister. Auch der junge Patient Herbert Kaplaun hätte gerne teilgenommen, was vom Klinikdirektor Ulrich Borstli jedoch nicht genehmigt wurde. Am nächsten Morgen fehlt von Borstli jede Spur. Glauser beschrieb in der Geschichte das Umfeld der psychiatrischen Klinik von Münzingen, in der er sich mehrere Male aufgehalten hat. Herbert Kaplaun, so wird es interpretiert, ist die autobiografische Figur von Glauser. Das italienische Wort Matto bedeutet verrückt und dementsprechend wird der irre Geist, der in der psychiatrischen Klinik umherspukt, auch so genannt. Sie kommen jetzt in eine eigenartige Welt. Zu Matto. Studer begibt sich also in einen Mikrokosmos der modernen Welt, zwischen den hauchdünnen Grenzen von Normalität und Wahnsinn. Vom ersten Versager bis zum Salzburg-Versuch. Aber zu all dem hat man mich doch getrieben. Ach, die ewige Ausrede. Matto regiert zählt zum Film noir und war damals sehr zeitgemäß inszeniert. Dennoch konnte Matto regiert die hohen Erwartungen nicht erfüllen. In der Deutschschweiz lief der Film im Gegensatz zur Romandie zwar nicht schlecht und brachte es immerhin auf 450.000 Eintritte. An der Biennale in Venedig wurde er aber ausgepfiffen. Das Publikum erwartete vergeblich einen weiteren humanistischen Höhenflug der Präsensfilm. Die Metro-Goldwyn-Mayer Studios verzichteten daraufhin, den Film herauszubringen. In Frankreich und Deutschland fand er kaum Beachtung. Wahrscheinlich beruht der internationale Misserfolg auch darauf, dass dieser helvetische Kompromiss eines Psychiatriefilms mit den damaligen Kassenschlagern desselben Genres wie Hitchcocks Spellbound nicht mithalten konnte. Wechsler blieb auf einem finanziellen Misserfolg sitzen und beschloss vorläufig, keine Filme in Schweizerdeutsch mehr zu drehen. Du musst nicht immer dran denken. Schau, es wird schon wieder einmal anders. Heinrich Gretler durfte seine Paraderolle noch einige Male spielen. Studers speckigen Mantel zog er 1949 nach Matto regiert nochmals für das Berner Heimatschutztheater an. Später spielte er den Wachtmeister Grimm in der 10. Mai, Sehr erfreut, Herr Wachtmeister. den Polizeikommandanten in Es geschah am helllichten Tag, den Wachtmeister Müller in Die Gejagten und den Inspektor in Der Unsichtbare. Im Zuge der 68er-Bewegung wurde Wachtmeister Studer wiederentdeckt und gleich 3 Titel wurden in Farbe fürs Fernsehen verfilmt. Krog und Co. von Rainer Wohlfahrt, Der Chinese von Kurt Glohr und wieder Matto regiert von Wolfgang Panzer. Die Hauptrolle übernahm diesmal Hans-Heinz Moser, dem mit der zweiten Verfilmung Der Chinese der Durchbruch als Film- und Fernsehschauspieler gelang. In den 2000er Jahren versuchte sich das Schweizer Fernsehen abermals an einem Remake aus einer modernen Perspektive. 2001 drehte Sabine Boss Studers erster Fall nach den Motiven von Matto regiert. Diesmal hieß Jakob nun Claudia und wurde von Judith Hoffmann gespielt. 2007 folgte die Fortsetzung Kein Zurück, Studers neuester Fall. Wo ist er? Der Zürcher Grafiker Hannes Binder adaptierte 1988 den Studer-Roman Der Chinese und 1990 Krog und Co. als Krimi-Comic. Mit vollem Erfolg. Hinterher erschien die Graphic Novel Knarrende Schuhe, atmosphärisch dicht illustriert in seiner daraufhin typischen Schabkarton-Technik. Später schrieb er selbst weitere Studer-Geschichten und widmete sich gänzlich dem Leben des Autors. 2013 illustriert er Christoph Kühns Dokumentarfilm Glauser.
Glausers Romane werden bis heute neu aufgelegt und oft gelesen. Wachtmeister Studer ermittelt im hiesigen Kulturgedächtnis weiter. Und es wird wohl nicht lange dauern, bis wir die nächste Adaption entdecken dürfen. Fertig. Abwarten. Wachtmeister. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie über neue Videos benachrichtigt werden. Schweizer Filme neu entdecken auf fimo.ch